Hare Krishna. Hare Krishna. Schön, dass du eingeschaltet hast hier zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Und heute habe ich einen weiteren Interviewpartner, nämlich den Rupa Manohar Prabhu. Hare Krishna. Schön, dass ich dich interviewen darf. Und ja, Rupa Manohar, ich kenne ihn jetzt selber auch schon ein paar Jahre, aber ich weiß auch gar nicht wirklich alles über ihn. Und viele von euch kennen ihn vielleicht auch gar nicht. Und das ist heute, glaube ich, eine super Möglichkeit, Rupa Manohar einfach mal tiefer kennenzulernen. Und mich interessiert es auch immer allgemein, wie sind die Devotis zum Krishna-Bewusstsein gekommen und wie praktizieren sie, wie lange sind sie dabei, wann war ihre Einweihung. Und so werde ich auch ein paar Fragen heute stellen. Und ja, ich danke dir, dass ich dieses Interview mit dir führen darf. Ich danke für die Einladung. Wie bist du denn zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Oder wann war das? Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen, aber es ist, man muss halt auch alles, was damit einhergeht, erklären, damit man versteht, was da mit mir passiert ist. Weil das war wirklich, das war ein Erleuchtungserlebnis. Okay, krass. Und es ist ja so, dass ich halt als Kind schon eine Beziehung zu Jesus und zur Mutter Maria aufgebaut habe. Wow. Ich habe als 10-Jähriger schon regelmäßig, also jeden Abend habe ich eine Runde Rosenkranz gebetet. Okay. Also eigentlich ist das ein Gebet zur Mutter Maria. Und da habe ich eben eine Beziehung zu Maria aufgebaut und ich hatte aber auch schon vorher hatte ich schon eine sehr starke Beziehung, ein sehr großes Interesse an Jesus gehabt. Ich habe mich natürlich wie jedes andere Kind auf Ostern und auf Weihnachten gefreut, ne? Aber gar nicht wegen den Geschenken. Ich meine, wegen den Geschenken auch. Aber ich habe mich am meisten drauf gefreut wegen den Jesus-Filmen. Okay. Ja, da konnte ich dann immer Jesus-Filme gucken. Das hat mich total interessiert. Und ja, dann später habe ich dann Interesse gezeigt am Beten und habe dann meine Großmutter gefragt, weil die hat ja immer regelmäßig ihre Rosenkranz gebetet und dann habe ich gesagt, ja, bring mir das doch mal bei. Also bei ihr hast du das gesehen, dass sie das praktiziert und dann hattest du so eine Anziehung und gesagt, das will ich auch mal machen. Ja, irgendwann war das halt soweit, ne? Also nicht gleich, ich meine, ich habe das ja als Kind mitbekommen und über die Jahre, man wird dann größer und ja, ich hatte auch schon früher Beziehungen zu Jesus aufgebaut, also im Gebet, weil ich halt als Kind sehr jähzornig war und habe das halt unterdrückt bekommen von meinem Vater. Okay. Und dann, ja, also ich bin auch geschlagen worden und wenn ich halt so jähzornig geworden bin, dann habe ich dann Schläge bekommen halt, ne? Und dann hieß es, wenn du jetzt weinst, dann kriegst du noch eine rein. Okay. Ja, und so waren dann halt so diese starken Emotionen, die wurden da unterdrückt und da habe ich dann halt sehr starke inneren Zorn entwickelt und so Verzweiflung und so. Ne? Also es war schon krass. Ne? Also warst du nicht so ein einfaches Kind, auf Deutsch gesagt? Nee, ach, im Grunde war ich schon ein einfaches Kind, aber ich hatte halt diese Eigenschaft, dass ich eben meine starken Emotionen nicht kontrollieren konnte und dann halt rumgeschrien habe. Okay. Und das wurde dann halt unterdrückt. Man hat es sich halt leicht gemacht. Jedenfalls habe ich dann halt zu Jesus gebetet, weil irgendwann habe ich verstanden, das ist nicht normal, ich brauche Hilfe. Ja? Und dann habe ich zu Jesus gebetet, dass er mir helfen soll. Und das hat er gemacht. Ja, es ist besser geworden. Wow. Seitdem. Und, wie alt warst du da? Ich denke, ich war so 8, 9 Jahre alt. Ja. Und das kam dadurch, da die Familie war jetzt nicht unbedingt rein christlich, aber... Nein, also mein Vater ist eigentlich ein Atheist gewesen, nach seiner Aussage, obwohl ich denke, sowas gibt es gar nicht, nicht wirklich. Das ist aufgesetzt, das ist Teil des falschen Egos, aber
wie dem auch sei, also meine Mutter ist sehr gläubig und die betet auch. Und, also hast du erstmal bei deiner Mutter gesehen? Nee, gesehen nicht. Also die betet halt so für sich. Ne? Okay. Also die geht nicht in die Kirche, um zu beten, sondern die betet für sich, dann abends im Bett oder so. Okay. Und ich habe es nur bei meiner Großmutter dann gesehen, dass sie halt regelmäßig den Rosenkranz betet. Und dann irgendwann nach diesen mehreren Erlebnissen mit Jesus, ich habe ja auch immer die Filme gesehen und dann die ganzen Sprüche von Jesus, die Ersten werden die Letzten sein und so weiter, ne? Die habe ich dann verdreht im Kopf. Ne? Und habe dann gedacht, ja, die Letzten werden die Ersten sein, also kein Problem, wenn ich hinten in der Schlange stehe, kommt alle nach vorne. So, ne? Ja, als Kind so, ne? So naiv halt gedacht. Und aber habe mich immer nach diesen Sprüchen halt gehalten irgendwie. Ich habe immer irgendwo diese Aussagen von Jesus im Kopf gehabt, die ich halt durch die Filme halt gesehen habe. Ne? Und ja, ich habe da eben in der Kindheit schon eine sehr klare Beziehung aufgebaut. Und als ich dann halt regelmäßig den Rosenkranz gebetet habe, da hatte ich dann auch ein Darshan von Mutter Maria, wow. Ja, im Geist. Wow. Also ich habe sie wirklich gesehen. Jetzt nicht das Gesicht, aber so die Gestalt, eine strahlende Gestalt in rosa, glänzenden, wallenden Gewändern, also wow. Wunderschön. Ja, als Kind, ne, da ist man halt noch rein, da ist man sehr rein noch, hat noch nicht diese ganzen sexuellen Geschichten aufgebaut. Und ja, und da habe ich eben diese Beziehung aufgebaut und das ist dann natürlich im Laufe der Pubertät ist das dann halt unterdrückt gewesen, ne? Und Halligalli und Mädchen und Mopeds und was halt so Jungs halt machen, ne? Und Drogen ausprobieren, Alkohol und so weiter. Ne? Aber die Beziehung war aufgebaut, die war da. Ja? Und dann in meinen 20er Jahren hatte ich sehr, sehr harte Zeit, die ich da durchlebt habe. Ich war ja dann seit meinem 14. Lebensjahr mit einer Frau zusammen, die ich extrem geliebt habe und an der ich auch sehr gehangen habe. Und das ist dann halt Anfang der 20er ist diese Beziehung zerbröckelt. Wir waren verlobt auch. Und ach, so früh war der dann schon? Ja, also mit 17, also wir waren mit 14 sind wir mal zusammengekommen, waren ein Jahr zusammen und dann ist das irgendwie wieder auseinandergegangen, aber dann mit 17 sind wir wieder zusammengekommen und dann waren wir 7 Jahre zusammen und waren auch verlobt dann, aber es ist dann, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, um eine Familie zu finanzieren zu können. Ja, ich habe eine Chemikerausbildung gemacht und wollte dann nochmal aufstocken, damit ich ein bisschen halt rein materielle Sicherheit bieten kann für eine Familie. Und habe dann nochmal so eine Ausbildung gemacht zum Umwelttechniker und das wollte sie nicht. Sie wollte halt immer mich dann bei sich haben und dass ich halt bei ihr bin und die konnte nicht alleine sein und dann hat sie Schluss gemacht und hat sich dann meinen Erzfeind gesucht, hat sich von dem Kind machen lassen. Wie im Film wieder. Und wirklich wie im echten Leben. Ja, und das hat mich total zerstört damals. Okay. Und ja, ich habe dann also die Ausbildung, die war für mich auch nicht mehr so interessant. Ich habe es nicht abgebrochen, ich habe es bis zum Schluss gemacht. Aber ich habe dann eine Depression bekommen und also während dieser Zeit schon in dieser Technikerschule und habe dann auch die Prüfungen dann so halb mitgemacht, nicht ganz, habe nicht alle Prüfungen abgelegt und habe dann alles in den Wind geschossen. Also ist gar nicht abgeschlossen? Ja, also ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe alle Lerninhalte gemacht und so weiter, aber ich habe dann ganz zum Schluss habe ich dann alles schleifen lassen und habe das nicht mehr für wichtig empfunden und das war im Grunde für mich, also wenn du eine Depression hast, dann ist das was anderes. Ja, und dann hatte ich mit 2 depressiven Episoden zu kämpfen, in der Mitte der 90er Jahre war das dann.
Und habe dann aber auch während dieser Technikerausbildung dann schon sehr gute Freunde gefunden, die mich auch so akzeptiert haben, so mit meinen depressiven Zuständen. Es war auch so eine Zeit, wo ich so ein bisschen ausprobiert habe mit Drogen und LSD und Koks und was es also so gibt. Ne? Und, aber wirklich nur so, ich bin halt ein Forscher. Ne? Ich bin jemand, der sowas erforscht, der sowas an sich selbst erforscht. Ne? So Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ja, nee, so nicht, aber ich bin irgendwo ein Forscher. Ne? Deswegen habe ich auch so eine wissenschaftliche, technische Ausbildung gemacht. Jedenfalls war diese depressive Episode dann ja mehr oder weniger zum Ende der 90er Jahre, so 97, 98 war das vorbei, aber das hatte noch so einen Rattenschwanz, ja, was immer noch so anhang. Ja, also es ging mir gut, ich habe einen ganz guten Job gehabt und habe damals auch mit Küchen angefangen, habe mich selbstständig gemacht und so weiter und habe so ein bisschen Selbstvertrauen auch entwickelt und so bin ich halt aus dieser Depression raus, habe mich auch ein bisschen selbst behandelt mit Bachblütentherapien habe ich gemacht und ja, damals habe ich auch schon so wieder so ein bisschen meditiert. Ja, das wäre so meine Frage. War das Spirituelle, lief das nebenbei noch so ein bisschen mit oder hast du das warst du komplett weg davon? Ja, also das lief so ein bisschen mit, nicht wirklich aktiv, aber ich bin einfach ein Spiritualist. Ich habe das nie fallen lassen. Ich habe das nie wirklich fallen lassen. Es war halt einfach durch die Lebensumstände so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Ja, aber wenn es um philosophische Gespräche ging oder so, da war ich immer dabei. Ne? Dann mit der Flasche Bier und mit dem Joint und dann bei den Partys dann dann philosophische Gespräche geführt und dann kann ich mich erinnern, da hatte ich einmal so den Tick, dass es im Grunde alles positiv zu sehen ist, ja, auch wenn du auf die Schnauze fällst und irgendeinen Mist baust und dann, du lernst doch was draus, ja, und im Grunde gibt es gar nichts Schlechtes, im Grunde ist alles gut und hatte auch mit verschiedenen Arbeitskollegen so philosophische Themen erörtert. Da hatte ich mal einen gefragt, ja, was würde wohl passieren? Haben wir so drüber meditiert und gebrainstormt, was würde passieren, wenn plötzlich alle Schranken fallen würden? Ja, alle Begrenzungen wären aufgehoben, was würde passieren? Und ja, mein Gesprächspartner damals hatte dann gesagt, ja, dann würde die Menschheit untergehen in Hurerei und so weiter, ja, und würde sich gegenseitig abschlachten und so weiter. Aber das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil irgendwie war in mir immer diese Wahrheit, dass wenn alle Grenzen fallen, dann gibt es nichts mehr wie Aggression oder Hass oder Zorn. Dann ist das nicht mehr nötig. Ja, dann ist es nicht mehr, dann hat es gar keine Funktion mehr. Ne? Weil das hat er so spirituell in sich gesehen. Ja, genau. Und irgendwo, ich habe auch als Kind, ich habe mich erinnert, ich habe als Kind so im Halbschlaf Unterweisungen bekommen vom Guru. Ich weiß seit meiner Kindheit, dass das Universum umhüllt ist von Schalen aus materieller Energie, die alle verschieden 10-mal so dick sind wie die nächste. Und das weiß ich, das ist in mir das Wissen. Und das habe ich dann im Krishna-Bewusstsein, habe ich das dann wieder entdeckt. Aber du weißt nicht, wer da zu dir gesprochen hat? Ja. Oder woher du das wusstest? Das war, doch, ich weiß es. Ich habe als Kind, also als 8-Jähriger würde ich sagen, so im Alter von 8 ungefähr, da konnte ich schwer einschlafen und da hatte ich immer mal so Zustände, wo ich zwischen
zwischen wach und Schlaf war. Ne? Also nicht wirklich wach, aber auch nicht wirklich geschlafen. Okay. Da sind so Sachen dann gekommen. Ja. Jedenfalls zurück zu der Frage. Dann Ende der 20er und dann habe ich wieder angefangen mehr mit Meditation, und weil dieser Rattenschwanz von den Depressionen, ich wollte das loswerden, ich hatte auch so ein bisschen eine schwerere Phase wieder, wo ich das Leben einfach nur noch gehasst habe. Diesen ganzen Blödsinn mit Arbeiten gehen und buckeln wie ein Esel für nix und wieder nix. Ja, und das war mir einfach zuwider, und dann habe ich ja wieder zu suchen angefangen. Da war ich schon selbstständig wieder mit Küchen und habe dann eben so mich ein bisschen für Buddhismus interessiert, die Meditationstechniken im Buddhismus, aber auch Rudolf Steiner und Goethes Weltanschauung und wie er die Welt wahrgenommen hat. Im Grunde ist Goethe, habe ich jetzt erkannt, ein moderner Sankhya-Philosoph, ne? Der die Welt an ihren, ein bisschen metaphorisch betrachtet hat, aber wirklich die Dinge in sich aufgesaugt hat und mit einem klaren Geist betrachtet hat. Und dann habe ich halt meditiert und habe wirklich große Erfolge gehabt mit meinen Meditationen. Es ist so weit gegangen, dass ich im Traum sogar bewusst war. Also ich habe im Traum gewusst, dass ich träume, und ich konnte mein Traumgeschehen selbst bestimmen. Okay. Also ich konnte jetzt zum Beispiel, war plötzlich eine geschlossene Tür, und ich konnte dann einfach die Tür öffnen. Ich habe dann einfach bestimmt, dass im Traum jetzt die Tür aufgeht. Und dann konnte ich auch auf Häuser hochspringen und all so Sachen, so ähnlich wie in Matrix. Okay. Und da war ich halt auch sehr stolz dann, ne, dass ich so Meditationserfolge hatte. Und jedenfalls ist dann ein Zeitpunkt gekommen, das war in 2002 dann, wo ich keine Aufträge hatte, und habe mir gedacht, boah, jetzt ist doch die Gelegenheit, jetzt machst du mal Urlaub. Okay. Und ich wusste nicht, dass das meine erste Pilgerreise werden sollte. Habe dann einfach einen Rucksack ins Auto geschmissen, mein Fahrrad, ein Zelt und Zeug, ne, und bin dann einfach mit dem Auto los, ohne festes Ziel. Okay. Und bin einfach Richtung Süden gefahren. Erstmal die A3 runter, und dann habe ich gedacht, ja, also Richtung München die Gegend, bin dann auf die A7 runter, und dann musste ich mal zur Toilette, und dann habe ich gedacht, ja, keine Parkplätze hier, es ist immer dringender geworden, und dann ist eine sehr weitflächige Ebene, wo man sehen kann, ist nicht zugewachsen mit Bäumen. Da habe ich so einen kleinen Bauernhof gesehen, direkt an der Abfahrt. Da bin ich runtergefahren von der Autobahn, bin da zu dem Bauernhof, habe mich da an einen Baum gestellt und habe da mein Geschäft verrichtet. Ja. Okay. Und da ist Krishna das erste Mal hat sich Krishna mir offenbart. Und zwar in der Form von einem Kuhstall, wo ein Misthaufen davor war. Okay. Ein großer Misthaufen von den Kühen. Und auf dem Misthaufen hat ein Pfau gesessen. In Deutschland. Okay. Wow. Ja, ein freilebender Pfau. Nicht in einem Gehege oder so. Freilebend. Und ich habe mir gedacht, hä? Was macht ein Pfau in Deutschland? Frei? Boah, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und ja, und dann habe ich halt mein Geschäft verrichtet, habe dann wieder hingeguckt, und dann war der Pfau auf einmal weg. Ja, und das waren wirklich nur ein paar Sekunden. Ja, also das war wirklich. Und dann habe ich gedacht, wo ist denn der jetzt hin? Und der war weg einfach. Ja, wo konnte der hin sein? Ich meine, ich habe ja auch nichts gehört. Ja, ich hätte dem seinen Flügelschlag hören müssen, wenn der weggeflogen wäre oder so, weil der war vielleicht 15 Meter entfernt. Ja, das war also wirklich nah. Und ich wusste damals ja noch überhaupt nichts von Krishna. Ne? Also ich habe damals noch gar keine Ahnung gehabt.
Und ich habe dann meine Fahrt fortgesetzt und habe dann auf der Fahrt mich mehr wieder mit der Bibel beschäftigt, mit Jesus. Und habe viele Kirchen besucht und habe mich einfach geöffnet. Bin in die Kirchen gegangen und habe so meine Chakren geöffnet und habe mich allem geöffnet, was da kommen mag, weil ich gedacht habe, naja, das ist ein Haus Gottes, ne, da ist seine Präsenz besonders stark, ne, da kann ich vielleicht einen Zugang bekommen. Und ich wollte einfach einen Zugang, eine Verbindung herstellen irgendwie. Ne. Und ich habe auf der Reise auch mit kaum einem Menschen gesprochen, ne, immer so oberflächliche, kurze Smalltalk und so. Ne. Und dann war ich an verschiedenen Orten. Dann war ich zuerst bei meinem Großonkel, der ist auch ein Mönch in einem Benediktinerkloster. Okay. Das hatte ich da besucht. Und dann bin ich nach München runter und von München überall war ich so ein paar Tage. Ne? Und dann bin ich dann von München nach Passau. Okay. Und dann war ich in Passau ein paar Tage und dann bin ich von Passau nach Leipzig. Okay. Ja, und dann war ich in Leipzig so, da war ich nur kurz, da hat es mir nicht gefallen, da war ich 2 Tage, glaube ich. Und dann bin ich von dort nach Berlin und dann war schlechtes Wetter in Berlin. Aber praktisch genau die Orte, wo halt Hare Krishna Tempel ist. Tempel. Okay. Das ist schon interessant, aber das wusste ich ja damals noch nicht. Ja. Jedenfalls bin ich dann zurück nach Hause. Und als ich nach Hause gekommen bin von dieser Reise, da hatte ich nur Ärger an allen Ecken und Enden. Es war wirklich, also mit meinen besten Freunden hatte ich total Ärger, mit meiner Mutter. Und dann hatte ich wirklich so einen Moment am Abend, wo ich echt verzweifelt war, ne, wo ich wirklich gedacht habe, Mann, wo ich dann auch erkannt habe, was bringen meine ganzen tollen Meditationen und die Klarheit meines Geistes, ja, wenn ich es nicht mal schaffe, über meinen Stolz hinwegzukommen, ja, und solche Streitereien einfach beizulegen. Und da habe ich wohl erkannt, dass ich halt von einem falschen Ego, wusste ich damals natürlich auch noch nichts, aber ich habe halt erkannt, dass da eine Blockade ist in mir selbst, was ich selbst verursache, durch meinen Stolz, durch diese negativen Anteile, die ja jeder hat. Und da habe ich dann gebetet, oh Herr, bitte führ mich ans Licht, ich kann gar nichts. Das war wirklich auch so ein Moment, wo ich demütig war und auch einfach aus der Erkenntnis heraus, dass ich vollkommen hilflos bin. In der Erkenntnis dieser Eigenschaften, die mich einfach fesseln. Ja. Und direkt am nächsten Tag hatte ich dann die Eingebung, mein Büro umzuräumen. Ich hatte das damals im Schlafzimmer und ich habe das dann bei mir, ich hatte einen schönen großen Flur, in den Flur umgezogen. Und da ist mir dann die Sri Ishopanishad in die Hände gefallen, die ich schon seit 4 Jahren im Regal stehen hatte. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Und das war halt, war vorher, bevor ich da nach Frankfurt gezogen bin, habe ich in der WG gelebt. Das war zwischen der Technikerausbildung und meinem Rückzug wieder. Also ich bin ja in Frankfurt geboren und bin aber im Kreis Offenbach aufgewachsen. Die ersten 4 Jahre meines Lebens war ich in Frankfurt. Also ich bin richtig Frankfurter Wäsche, ne? Aber vegetarisch Wäsche, ne? Soja-Wäsche. Und ja, dann bin ich wieder nach Frankfurt gezogen und da habe ich eben die Ishopanishad aus dieser WG mitgenommen. Die hat da niemandem gehört, die hat da in einem Regal gestanden und die hat mich immer angeguckt. Und du weißt auch nicht, wie die da zu euch kam? Ja, doch, ich weiß schon, wie die in die WG, das weiß ich nicht. Da war die hat da gestanden. Ja. Das war von einem vorherigen Mieter in der WG zurückgelassen worden. Okay. Und die hat da gestanden, die Ishopanishad und der Nektar der Unterweisung, ne? Die 2 kleinen Softbounds. Die haben auf dich gewartet. Ja. Genau, nice. Die haben auf mich gewartet. Und die haben mich immer so angeblinkt, die 2 Bücher. Ich weiß nicht warum, weil das ganze Regal hat voll Büchern gestanden. Aber die 2, die haben mich an... Ne? Standen die zusammen? Ja, die standen zusammen. Okay.
aber im Verbund mit vielen anderen Büchern, ganz andere Themen, ne? Materialistische Themen. Ja, und dann habe ich die damals mitgenommen und habe da kurz in die Ishopanishad reingelesen und irgendwie hat mich das angezogen. Ich habe überhaupt nichts verstanden damals. Also wirklich. Aber was hat dich angezogen? Hat dich das Cover angezogen? Hat dich der Inhalt, die Bilder? Was hatte dich angezogen? Das Cover hat mich angezogen. Das Cover mit Vishnu? Ja. Okay. Und wusstest du in dem Moment, dass es was Göttliches ist? Oder hast du gedacht, das ist irgendwas... Ja, keine Ahnung. Also es kam mir schon vor wie was Göttliches und was Spirituelles. Deswegen habe ich es auch mitgenommen, weil es mich interessiert hat. Und jetzt zurück im Flur, wo die Bücher dann... Und dann ist mir das in die Hände gefallen. Und dann hatte ich auch noch einen Moment Zeit und habe gelesen. Und habe gelesen. Am selben Tag noch? Hast du die Isho geöffnet und hast gelesen? Und habe gelesen. Und habe gelesen und gelesen. Und habe gedacht, boah, Wahnsinn. Das ist ja genau das, was ich immer verstanden habe, was Jesus gesagt hat. Okay. Aber ich habe nie irgendwie einen Zugang gefunden zu einer Gemeinde, weil das war immer so oberflächlich und so nicht wirklich spirituell, so diese christlichen Gemeinden. Okay. Und da hatte ich nie irgendwie einen Zugang gefunden. Und dann hat es mich wirklich fast umgehauen. Und Srila Prabhupada bezieht sich ja immer auf das Bhagavatam und auf die Bhagavad Gita. Und da habe ich gedacht, boah, das Bhagavatam und die Gita, die musst du haben. Das muss ich haben. Boah, das musst du unbedingt lesen. Ich total durchgedreht. Und dann habe ich im Einband gelesen, hinten im Einband war dann noch so eine Liste von anderen Büchern. Und dann hat da gestanden, Christus, Christo, Krishna. Und da ist ja, boah, da bin ich fast geplatzt. Ne? Und dann habe ich rumtelefoniert und dann bin ich im Heidelberger Tempel gelandet. Wann war das? In welchem Jahr? Das war 2002. 2002. Dann bin ich mit Shyama Sundari, war dann am Telefon. Shyama Sundari, okay. Ja. Und bei ihr habe ich dann die Gita bestellt und die hat mich dann eingeladen zum Sonntagsfest. Und dann bin ich dann auch hin, 14 Tage später bin ich dann zum Sonntagsfest, wollte meine Gita abholen. Und dann war Gadata da und hat... Ach, Gadata, okay, wow. Der Schüler von Satchidananda Swami. Ja, als Brahmachari noch zu der Zeit, ne? Oder war er da noch? Damals war er, glaube ich, noch Brahmachari, ich weiß es nicht genau. Ja, ist ja egal. Okay. Ich meine, er war in Weiß schon. Okay. Jedenfalls hat er einen Vortrag gegeben. Okay. Wow. Und die Vorgeschichte aber noch, ich hatte während meiner Pilgerreise, habe ich den Prolog zum Johannesevangelium meditiert. Okay. Jeden Tag habe ich ungefähr 10 Minuten drüber meditiert. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles, was geschöpft wurde, wurde aus diesem gemacht. Ja? Und nichts von dem, was es gibt, ist ohne dies. Und so geht es weiter. Das habe ich dann meditiert und habe dann auch schon so ein bisschen, bin ich da reingekommen und habe verstanden, ja, im Anfang war das Wort, ja, alles ist ja aus Klangschwingungen gemacht. Shabda Brahman. Ne? Und im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, ja, also es ist die Schöpfung ist Gottes Wille, ist Gottes Wort, ist sein Wille. Aber ich konnte immer noch nicht so ganz verstehen, und Gott war das Wort. Ja? Also ich bin zwar schon so weit in dem Verständnis gereift, dass ich verstanden habe, ja, also das Wort ist göttlich, ja, es ist ja sein Wille und so weiter. Ne? Und von daher ist es ja auch er. Ne? Und also so weit bin ich schon ein bisschen reingekommen, aber nicht, ich war nicht zufrieden damit. Irgendwas hat gefehlt. Ja, und dann war ich eben bei dem Sonntagsfest. Dann hat Gadata gesagt, ja, wir rezitieren die heiligen Namen Gottes, weil Gott ist von seinem Namen nicht verschieden, weil er auf der spirituellen Ebene ist alles nicht verschieden. Und dann hat es Klick gemacht. Und boah, wow,
Und da war die Antwort. Und Gott war das Wort. Und dann in dem Moment habe ich realisiert, dass das alles für mich arrangiert wurde. Aber auch so viele Schritte voraus, also so viele Jahre im Voraus, was ich alles durchleben musste mit meiner Verlobten. Die ganzen Botschaften, die ich auch bekommen habe, die ich auch als Botschaften verstanden habe, während dieser schweren Zeit, ne, in meinen depressiven Episoden. Das alles wurde arrangiert. Für mich? Ja, für mich? Nee. Und dann, das war dann so ein Moment, wo das alles auf einmal in meinem Kopf zusammengepasst hat. Ja? Es hat alles, wie Srila Prabhupada sagt, gedovetailed. Ne? Also es hat alles plötzlich einen Sinn ergeben. Und ich sage, da gibt es ja diese Spiele auf dem Jahrmarkt, diese Schieberspiele. Da fährt dann immer so ein Schieber hin und her und dann musst du oben eine Münze einschmeißen. Und wenn die dann an den richtigen Platz fällt und dann fallen ganz viele Münzen runter. Ja. Und so war das dann in meinem Kopf. Plötzlich, das ist eine große Ausspielung, ja. Ich habe realisiert, das war alles arrangiert, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe plötzlich, also ich war perplex, also komplett Kinnlade auf dem Boden und nicht mehr verstanden, was in dieser Welt Wahrheit und was nicht ist. Ja. Und also ich war vollkommen durch. Ne? Mir haben die Tränen in den Augen gestanden. Und, also das war... Aber da war ich sofort ein Devotee, weil in dem Moment habe ich verstanden, dass ich ohne Jesus da niemals hingekommen wäre. Und dass er mich eigentlich dahin geleitet hat, weil er war immer meine Zuflucht und mein Mentor sozusagen. Und da bist du ihm auch bis heute dankbar, dass er dich dahin geführt hat. Total. Aber wie war das für dich, wo du im Tempel bist? Weil du hast ja gesagt, im Vortrag wurde dir das so offenbart. Aber wo du den Tempel betreten hast und die Devotis gesehen hast, so in ihren Gewändern und mit dem Tilak, hat es da irgendwie bei dir auch was bewirkt? Hast du die Person gleich als göttliche Devotis wahrgenommen oder erstmal so als wie jeden normalen Menschen auch? Ja. Also du hast... Ja, ich war ja damals auch noch sehr bedeckt. Ja, also wenn ich da jetzt so zurückschaue. Oder den Altar, die hatten ja da bestimmt auch einen Altar, den du gesehen hast. Hat das was mit dir gemacht? Auch? Ja, auf alle Fälle. Und da muss ich auch noch was dazu sagen. Also das war nicht beim ersten Mal so. Ich habe 2, 3 Sonntagsfeste gebraucht, aber dann kam der Moment, wo ich dann realisiert habe, wo ich verstanden habe, dass Gott sich halt in der Aja Vigraha offenbart und den Service annimmt, also in der Bildgestalt, auf dem Altar. Auf dem Altar. Und dann habe ich in dem Moment auch direkt eine Connection gehabt und habe mit dem Kirtan und da war es, der Kirtan, es war die Gora Aratik, ja, und dann es war wirklich so, wie es in der Gora Aratik heißt, ne? Die süßen Zimbelklänge und die Glocken und das ist so wunderschön, Madhur, Madhur. Ja, und in dem Moment habe ich gedacht und hatte die Connection zu Lord Nityananda und zu Lord Gauranga und habe gedacht, so werdet ihr hier verehrt, ja, wie schön. Und dann, ist sofort der Nektar in mein Herz gekommen. Ja, also... Und zu der Zeit in Heidelberg waren die Gaur-Nitai-Detis auf dem Altar. Okay. Die sind ja jetzt auch noch da. Ja, die sind jetzt wieder da, genau. Ja, wo ich zum Beispiel gejoint bin, da waren die kurz mal in Berlin. Waren die nämlich bei uns in Berlin, das war auch sehr, sehr nice. Die sind sehr barmherzig, diese Detis. So, unser Sankirtan. Und ich habe mich jedes Mal gefreut auf die Detis. Und immer wenn ich nach Heidelberg gefahren bin, weil ich bin ja aus Frankfurt und ich habe da eine Stunde Fahrt.
und bin dann auch mit Freunden dann, wir haben Fahrgemeinschaften gebildet und sind dann immer zum Sonntagsfest und ich habe mich jedes Mal gefreut und ich war so im Bliss. Boah. Aber wie war das jetzt zum Gegensatz, zum Beispiel, wenn ich eine Kirche betrete, dann sieht man ja da auch eine gewisse Bildgestalt, auch wenn die Christen das vielleicht nicht so hören möchten, aber eigentlich siehst du ja auch, Jesus hängt am Kreuz, oder du hast eine andere, da siehst Maria oder andere Formen und auf einmal kommst du in den Krishna-Tempel und auf einmal steht Lord Gauranga und Nityananda so da. Wie war das für dich? Hat das gepasst oder war das irgendwie, konntest du das verstehen? Ja, oder? Ich konnte das verstehen, ja, der tanzende Gott. Nietzsche hat ja gesagt, Gott ist tot. Ja? Aber man muss das in dem richtigen Kontext verstehen. Er hat nicht nur gesagt, Gott ist tot. Er hat gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann ist es ein singender und tanzender Gott. Okay. Ja, das ist Und Gott ist tot in dem Zusammenhang zu verstehen, dass dieser strafende Gott, dieser Gott, der missgünstig auf seinem Thron sitzt und die Sünden der Wesen betrachtet und bestraft, dieser Gott ist tot. Sondern dieser Gott, der tanzt und singt, das ist, wenn es einen Gott gibt, dann ist das Gott. Ja. Und so habe ich das auch verstanden. Ja, und ja, die erste Zeit, die war, also das erste Jahr, da habe ich nur im Bliss gelebt. Ne? Bist du denn regelmäßig zum Tempel gegangen? Ja, immer sonntags? Oder? Immer sonntags. Habe jeden Tag mindestens 2 Stunden gelesen, Gita und Bhagavatam. Hast du förmlich verschlungen? Ich habe das verschlungen, total. Also ich habe das in mich aufgesaugt wie ein leerer, trockener Schwamm. Ne? Und wie war das für dich dann, weil du hast ja gesagt, du hast die Bhagavad Gita dann abgeholt und die dann zu lesen, wie war das für dich, wo du dann liest, die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, wie war das für dich? Ja, das war für mich ganz natürlich. Also ich habe da nie irgendwie Zweifel gehabt oder irgendwie ein komisches Gefühl, gar nicht, überhaupt nicht. Vor allem, weil Srila Prabhupads Ausdrucksweise halt auch so klar ist, so ja, also für mich leicht verständlich. Und auch so ich habe halt auch diese philosophische Natur, in mir ist so ein kleiner Philosoph halt. Und von daher hat das auch super gepasst. Ja. Und wie war es dann für dich, wenn du die Bücher gelesen hast und dann wird dir ja eine neue, wird dir ja die wahre Form Gottes erklärt und auf einmal hast du so einen bläulichen Jüngling, Kuhhirtenjunge, spielt Flöte und konntest du damit umgehen gleich am Anfang? Konntest du das annehmen oder hast du irgendwie gedacht, das ist jetzt irgendwie komisch? Oder? Gar nicht, konnte ich alles annehmen. Aber ich konnte das wirklich auch nur annehmen, weil ich halt eben dieses Vertrauen hatte, dieses Grundvertrauen, dieses Shraddha. Und dieses hatte ich durch Jesus und Mutter Maria bekommen. Also war da nie ein Zweifel? Da war nie irgendein Zweifel. Das ist nämlich auch spannend. Niemals, also, weil viele Devotees haben genau das auch erlebt, dass sie kommen dazu und dann ist alles klar. Alles klar. Und es öffnet sich dann immer mehr. So. Das war bei dir dann auch so, sehr nice. Es war für mich halt auch so, dass ich auch verstanden habe, dass Krishna sich eben in den verschiedensten Formen offenbart. Ja? Nicht nur als der bläulich-schwarze Shyamasundar, sondern eben auch als der Gauranga oder als Rama oder auch als Vamanadev, den ich auch sehr anziehend finde. Vamana oder Trivikrama, ja, der das ganze Universum durchschreitet, ja, und dann den 3. Schritt auf Balis Kopf setzt. Ja. Das ist einfach für mich, das ist wunderbar, weil es zeigt so schön, dass, wie Krishna es auch erklärt, dass er sich seinem Geweihten in der Form offenbart, die sein Geweihter am meisten anziehend findet. Ja. Und, also es ist ein Austausch da. Ja. Gott geht in den Austausch mit dem winzigen Wesen. Ja. Der unendlich große, mächtige geht in einen persönlichen, liebevollen Austausch
mit seinem Kind, das unendlich klein und vollkommen abhängig ist. Und das ist was sehr Schönes. Und da, aus diesem Blickwinkel kann man auch verstehen, was Nietzsche meint, wenn er sagt, Gott ist tot. Ja? Weil das ist Gott, der liebende Gott, der liebe Gott. Ja? Ja, wie ging es dann weiter in deinem Werdegang? Dann warst du ein Jahr, hast du Bücher gelesen, kamst du regelmäßig zum Tempel. Wie ging es dann weiter? Hast du dann gesagt, jetzt will ich noch tiefer gehen? Ja, dadurch, dass ich halt selbstständig war und halt einfach, ich habe mein ganz selbstständiges Leben aufgebaut. Ich bin ja mit 32 gejoint, also 2002, dann war ich 32. Und da war ich halt schon älter als der Durchschnitt. Deutlich älter, weil die meisten, die joinen ja mit 20 oder noch jünger oder spätestens Mitte 20. Oder noch älter. Ja, gibt's auch, aber das ist eher selten. Und ich hatte ja schon alles entwickelt, meinen Haushalt und meinen Beruf und alles, und das war nicht so einfach, das einfach wieder jetzt so fallen zu lassen von heute auf morgen. Und ich habe halt auch verstanden, ich muss ja jetzt nicht irgendwie gleich in den Tempel ziehen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, so, weil viele lesen vielleicht immer und denken sich, ich muss das jetzt machen, ich muss allem entsagen, so auch dieses falsche Verständnis von, ich muss jetzt als Mönch leben oder ich muss sofort in den Tempel ziehen. Da hatte ich auch so eine Phase. Wo ich gedacht habe, ja, machst du mal ein Experiment, fährst du einfach mal in den Wald und guckst mal, wie das ist, einfach mal im Wald zu sitzen und zu meditieren. Ja? Und das habe ich dann gemacht. Und da war ich ziemlich schnell angeekelt. Ja, weil dann ist gleich so eine schöne große Spinne, also bestimmt so, mit so ewig langen Beinen und mit einem grünen Körper und mit so einem richtig fetten Sack mit Eiern hinten drauf an mir vorbeispaziert, ja. Und ich habe gedacht, wie soll ich da meditieren? Oh, nee. Ich lese lieber Bhagavatam. Zu Hause, gemütlich auf meinem Sofa. Ja, aber das hat mir auch am meisten gebracht, muss ich sagen. Also die Zeit, wo ich das Bhagavatam gelesen habe, ich habe ja ein paar Jahre dafür gebraucht, aber ich hatte dann auch Phasen, wo ich dann weniger gelesen habe, und dann hatte ich mal eine Woche, wo ich gar nicht Bhagavatam gelesen habe. Und dann ging es mir richtig schlecht. Dann habe ich gemerkt, wie so obwohl ich gechantet habe, ich habe jetzt noch keine 16 Runden gechantet, aber ich war in 7 Runden damals, habe ich täglich gechantet. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich muss Bhagavatam lesen, sonst geht es mir gar nicht gut. Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wie lange hast du gebraucht vom Lesen und vom im Tempel gehen, bis du dann verstanden hast, okay, ich muss Hare Krishna chanten oder das würde mir helfen? Kamst du da von alleine drauf oder haben die Devotis dich animiert, das zu tun? Es waren die Devotis, die mich animiert haben. Und hast du das dann auch gleich angenommen? Oder ich habe das gleich angenommen, ja. Das war auch ziemlich am Anfang schon, also keine Ahnung, es war am 4., 5. Mal, wo ich dann im Tempel war. Und wie war es für dich dann so, die ersten Runden zu chanten? Hat dich das erinnert an deine Kindheitserfahrungen, zum Beispiel mit dem Rosenkranz? Nee, oder hast du da eine Verbindung gesehen oder gar nicht? Nee, gar nicht. Also das war anfangs ganz neutral. Es war nicht schlecht, es war aber auch nicht irgendwie, dass ich irgendwas gemerkt hätte, irgendwelche Vibrations oder irgendwelche Gefühle von Geborgenheit oder irgendwas, also gar nicht. Aber das ist trotzdem stetig gemacht? Ich habe das trotzdem dann angenommen und habe das dann stetig gemacht, habe dann in der ersten Woche oder ja, ich glaube, ich habe nur eine Runde am Tag gechantet. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist eine Runde, das ist ja überhaupt nichts. Das bringt ja gar nichts. Und dann habe ich 4 Runden gechantet. Und dann habe ich mit dem Chanten auch Experimente gemacht. Ja? Und dann habe ich 16 Runden gechantet. Mal an einem Tag. Dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach mal wirklich richtig intensiv gechantet. Richtig tief.
Genau, das war nach einem Sonntagsfest mit Satchidananda Swami und er hat dann so ein paar Tipps gegeben, wie man chantet und das hat mich da inspiriert und dann habe ich mich hingesetzt und habe im Geist gechantet. Okay. Und habe im Geist gerufen. Ja? Und Satchidananda Swami hat so diesen Tipp gegeben, du stell dir vor, du bist an einem Steinstrand und es ist das Meer tost, die Wellen, die schäumen, das Meer schäumt und schäumt über und der Wind braust und der Regen plätschert und du musst Zuflucht finden bei Krishna, ja? Weil das ist die materielle Welt, ja? Und du musst Zuflucht suchen, ja? Und du rufst, du schreist Krishna, Krishna, Hare, Hare, im Geist, ja? Und da habe ich dann die ersten extremen Erlebnisse gemacht, ja? Also wo dann wirklich der heilige Name sich entfaltet hat. Ja, also zuerst so ein Kribbeln im Bauch, was sich dann ausgeweitet hat in so ein Wärmegefühl, was dann in alle Glieder geströmt ist und was sich dann entwickelt hat zu so einem Glücksgefühl und so ein, wie soll ich sagen, so ein Ozean von Liebe und Geborgenheit und dann ich bin fast ohnmächtig geworden in dem Moment. Ja. Und dann bin ich zurückgeschreckt vor diesem Ozean der Liebe und das so, wow, nee, wow. Und dann war ich wirklich, also das hat mich wirklich geflasht, muss ich sagen. Da war ich dann habe ich nachgefragt, auch mal bei Satchidananda Swami. Aber ja, der hat dann ein bisschen abgeblockt und hat es runtergespielt und es war halt, ja, ich fand es nicht so, wie soll ich sagen, ich wollte einfach wissen, was das war und wie das zustande kommt und was ich da erlebt habe und die Reaktionen der Devotees, denen ich das erzählt habe, die waren eher negativ, ja, also ablehnend oder abweisend, ja, irgendwie, ja, die haben das dann runtergespielt, so, und gesagt, ja, das sind Schattenbhavas und Fachwort Schattenbhava, ja, das sind halt materielle Auswirkungen der eigentlichen Bhava, ja, also man spürt nur diese materiellen Auswirkungen, aber was für eine Power der heilige Name hat. Das habe ich da das erste Mal so richtig erlebt. Ja. Und also mit dem heiligen Namen habe ich schon einige Erfahrungen dann gemacht, danach auch. Und wann war der Punkt, wo du dann gesagt hast, so jetzt chante ich 16 Runden? Ja, das kam, ich denke mal so ein halbes, dreiviertel Jahr später, wo ich dann halt darauf zugearbeitet habe, aber ich habe das nicht hingekriegt, weil ich einfach zu sehr verstrickt war halt noch mit Arbeit und alles, ja, und alles, das war nicht so einfach. Aber dafür habe ich auch die Segnung von Satchidananda Swami bekommen. Ich weiß das ganz genau, lieber Satchidananda Swami. Deine Segnung. Ja, ich habe damals dem Yudhishthira Prandas geholfen, ein bisschen. Habe die unterstützt mit ihrem Bhakti. Ja, die wollten ja eigentlich einen Tempel gründen, aber es war dann halt so ein Bhakti Sangha erstmal und ich habe ihn und seine Frau dann ein bisschen unterstützt, habe die rumgefahren und wir sind auch zusammen dann zu Festivals gefahren und so weiter. Und, der hat zu Hause dann auch Programme gemacht, wo ich dann auch immer war und ja, ich habe den einfach da ein bisschen unterstützt und das war auch so die Zeit mit Wiesbaden, wo das dann in Wiesbaden losging mit der Dinashana.
Da warst du auch dabei? Da war ich auch dabei, wo dann in den Anfängen, ja, wo es das Projekt gab es noch gar nicht. Also es gab es schon, aber es war noch ein Rohbau. Und wir waren dann immer bei Dina Sharana zu Hause. Die hat dann woanders, die hat dann oben auf dem Berg noch gewohnt. Und dann haben wir immer Programme da gemacht und haben Chopper-Walks gemacht. Und dann sind wir zu der Burg runtergelaufen. Und von der Burg oben kann man runtergucken auf das Objekt. Und dann haben wir zusammen gebetet, dass Krishna es möglich machen soll, dass wir ihn dort verehren können und dass wir da ein neues Projekt haben. Und Dina Sharana hat das volles Rohr durchgezogen. Ne? Also musste da viel renoviert werden? War das so? Ja, genau. Und ja, ich habe da auch ein bisschen geholfen. Leider nicht so viel. Ich habe dann mal eine Wand eingezogen und habe da mal meine Küche auch eingebaut. Und das war dann auch die Zeit, wo ich dann zum Tempel gezogen bin, wo ich dann in den ersten Tempel gezogen bin. Ne? Aber zurück auf den Heiligen Namen. Also da bei Yudhishthir, da war dann auch mal Satchitananda Swami. Und ich habe ihn dann mal auch befragt wegen dem Heiligen Namen und wie ich es schaffen kann, dann 16 Runden zu chanten und so, weil das war schon mein Ziel. Weil ich wollte auch Einweihungen dann haben und wollte das auch wirklich ernsthaft betreiben. Und ja, und nach diesem Gespräch, da ging es plötzlich bergauf mit dem Chanten. Ja, und dann konnte ich auf einmal 16 Runden chanten. Ja, und also täglich 16 Runden, so mal 16 Runden, das konnte ich ja vorher schon, das war ja kein Problem, ne? Am Wochenende habe ich das auch gemacht. Aber so regelmäßig, dass ich das wirklich trotz Job und allem drum und dran, was da so abging, das hat dann schon noch eine Zeit gedauert. Und dann ging es aber auch recht einfach, muss ich sagen. Und dann konnte ich gut chanten und es hat alles geflutscht, auch mit dem Job und dem spirituellen Leben und dem Sadhana, morgens auch früh aufstehen. Und ja, also ich habe dann morgens auch so ein bisschen Morgenprogramm gemacht, ne, habe dann Samsara Dhavana gechantet und ich weiß gar nicht mehr genau, so ein bisschen was habe ich gemacht und meine Runden gechantet halt. Morgens habe ich dann 9 Runden gechantet und abends dann nochmal 7 oder in der Mittagspause dann nochmal 3 und abends dann nochmal 4 und so habe ich das dann aufgeteilt. Ja, und am Wochenende habe ich das dann versucht immer am Stück zu machen und dann habe ich auch oft 64 Runden gechantet. Ne? Da habe ich dann wirklich, da wollte ich es dann wissen. Und da habe ich dann auch mehrmals wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht, ne, wo ich 64 Runden gechantet habe am Ekadashi. Und da habe ich auch nichts gegessen, sondern nur gechantet den ganzen Tag und nur getrunken. Und da habe ich dann gemerkt, die nächsten 14 Tage, ich habe wie unter einer Käseglocke gelebt. Ja? Diese ganzen Einflüsse von Lust und Zorn und Neid und diese ganzen auch Einflüsse von außen, ja? von den materialistischen Menschen und so weiter. Und ich habe ja in Frankfurt gelebt, ja? An einer sehr belebten Ecke habe ich gewohnt. Hinten 5 oder 7 Stränge von den Bahngleisen zum Südbahnhof. Da ist alle 3 Minuten ist ein Zug lang gefahren und vorne um die Ecke so eine Hauptverbindung zur Stadt rein. Also das war schon eine laute Ecke. Ne? Ja, aber trotzdem war ich dann so beschützt durch diese Runden, die ich da gemacht habe, dass ich mich wirklich wie unter so einer Käseglocke gefühlt habe. Ja, schönes Beispiel. Ja. Und einmal, dann bin ich nach Heidelberg gefahren wieder. Das war vorher noch, vor diesem Erlebnis mit der Käseglocke. Da bin ich nach Heidelberg und es war April. Und ich bin zum Harinam gefahren. Ja, die haben Harinam gemacht am Neckar unten und es ist warm geworden. Es war so einer der ersten richtig warmen Tage im Jahr. Und ich mache die Lüftung an und die Dinge auf und plötzlich
haut es mir die ganzen Pollen aus der Lüftungsanlage ins Gesicht. Ja. Und ich habe voll den allergischen Anfall gekriegt. Okay. Total, ja. Ich bin schon mit so Augen dann in Heidelberg angekommen und habe gesagt, boah, ich glaube, ich kann nicht mitmachen. Ich habe voll die Allergie, ich muss zum Notarzt. Ne? Bin dann zum Notarzt und der hat mir dann eine Cortisonspritze gegeben, so das ist die dickste Portion, die er einem geben konnte. Ja. Und es ist nicht besser geworden. Ich hatte ja die Jahre vorher schon immer mal die Erfahrung gemacht, ja, mit der Allergie. Irgendwie hat es auch angefangen mit dem Krishna-Bewusstsein, mit der Allergie. Okay. Das ist ganz, ganz komisch. Und jedenfalls bin ich dann zum Notarzt und der hat mir dann die Spritze gegeben und dann sollte ich mich mal hinlegen und ein bisschen ausruhen. Aber es ist nicht besser geworden. Es ist einfach nicht besser geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, was willst du denn jetzt machen? Du kannst so nicht Auto fahren. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu dem Harinam gehen, weil der war ja am Neckar und das war ungefähr 1 Kilometer von dem Arzt entfernt. Ich musste auch praktisch nur ein Stück in die Stadt laufen, dann über die Neckarbrücke rüber und dann runter am Neckarufer haben die dann gesessen und haben schon da ein bisschen Bhajan gemacht. Und dann bin ich runter und dann haben die noch ein bisschen Prasadam verteilt und dann habe ich noch Prasadam, soweit es ging, Prasadam genommen. Und dann sind wir los und haben angefangen zu chanten. Und sobald ich angefangen habe zu chanten, sind die Symptome weggegangen und es ging mir gut. Wow. Ja, ja. Krass. Und sobald ich aufgehört habe zu chanten, sind die Symptome wieder gekommen. Okay. Ja. Also es war nicht so, dass dann die Spritze später gewirkt hat oder so, ja, weil da habe ich ja auch drüber nachgedacht, das kann doch nicht sein. Wirkt jetzt die Spritze und dann habe ich aufgehört zu chanten und dann ist es wieder gekommen. Die Nase und das Brennen im Kopf, als wenn da so ein kleiner Mann im Kopf ein Lagerfeuer anzündet. Ne? Krass. Und ja, und dann habe ich den ganzen Tag gechantet, ja, und bin auch chantend dann nach Hause gefahren. Und abends habe ich es dann nochmal probiert aufzuhören zum Chanten, aber es ist wiedergekommen. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe im Bett gechantet und beim Chanten bin ich eingeschlafen. Mit dem heiligen Namen eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und merke beim Aufwachen, dass mein Geist immer noch chantet. Ich muss wohl die ganze Nacht durchgechantet haben. Im Geist. Ja, weil ich habe ja den ganzen Tag, der Harinam war morgens um 10, 11 sowas. Und ich bin dann am frühen Nachmittag, so um 14, 15 Uhr war es, glaube ich, bin ich nach Hause gefahren und habe dann den ganzen Tag gechantet. Ja. Und ja, dann am nächsten Morgen aufgewacht und habe gemerkt, dass ich immer noch chante, der Geist. Ne? Aber dann war weg. Und dann war alles weg. Alles war gut. Ja, hat Krishna dich gezwungen zum Chanten. Ja, aber auf eine schöne Art und Weise. Er hat mir einfach gesagt, hier, das materielle Leben, das ist einfach eine Allergie. Ja, da wirst du allergisch, das kann niemand aushalten. Ja? Es geht nur mit dem heiligen Namen. Ja, nice. Ja. Jetzt hattest du kurz schon verraten, dass du dann auch in Tempel oder du wolltest in Tempel ziehen und hast es dann auch gemacht. Wann bist du und wo bist du in Tempel gezogen? Ja, ich bin dann in 2007 habe ich dann mir gedacht, ja, geht jetzt einfach nicht mehr. Ich muss jetzt den Schritt machen, weil sonst noch mehr Zeit verloren geht. Ja, ich war dann ja auch schon 37. Und habe gedacht, jetzt musst du einfach mal den Schritt machen und in den Tempel ziehen. Und im Christentum heißt es, ein Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube. Okay. Und es ist auch vollkommen wahr. Ist vollkommen wahr. Ne? Und in dem Sinne habe ich dann alles aufgegeben, habe alles verkauft und verschenkt und habe meine Wohnung aufgegeben. Also richtig radikal, du hast gesagt, jetzt gehe ich in den Tempel. Ja, weil ich habe mir gedacht, mit dem Job, das kann ich auch wieder machen, wenn es nichts wird. Ne? Dann kann ich auch wieder anfangen, habe ich auch.
Aber das ist dann später gekommen. Ne? Und dann, ja, dann bin ich nach Golokadam. Der Bhagavad Dharma hat mich mehr oder weniger draufgestoßen. Der hat dann gesagt, ja, komm doch einfach hier in den Tempel. Ich hatte die fixe Idee, ich wollte nach Indien und so, und dann war ich so in verschiedenen Tempeln, bin so ein bisschen rum, aber bin da nicht lange gewesen. Ich war zum Beispiel auf der Farm, war ich dann ein paar Tage. Und ja, ich war nicht so, wollte nach Indien, aber wusste gar nicht wie und alleine. Obwohl ich war ja dann schon in Indien gewesen einmal und habe auch wirklich sehr schöne Erfahrungen da gemacht. Eine sehr schöne Pilgerreise gehabt mit Krishna Chandra Prabhu damals noch. Und ja, das waren wirklich sehr schöne Erlebnisse, die mich halt auch dahin gebracht haben, dass ich muss einfach in den Tempel ziehen, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas zurückgeben. Ja, ich kann nicht so weitermachen und immer nur nehmen. Ich muss irgendwie was tun, meine Dankbarkeit und etwas Srila Prabhupada zurückgeben. Ja. Und dann bin ich nach Golokadam und habe dort dann ein Jahr lang gelebt in Golokadam, habe dann auch noch einen Bhakta-Kurs gemacht während dieser Zeit in Leipzig. Okay. Und bin dann wieder zurück, und es waren halt, gab so ein paar Auseinandersetzungen da mit einem anderen Devotee, der mich da bedroht hat. Ich war da halt Tempelkommander, und dann gab es irgendwie Streit und Auseinandersetzungen, und der hat mich da tätlich bedroht, ne? Also wirklich mit körperlicher Gewalt gedroht. Und ja, die Devotees dort, das sind halt alles ältere, fortgeschrittenere Devotees, die auch wirklich alle sehr nice sind. Ich habe da wirklich nichts gegen die. Aber damals in dieser Situation war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe da schon ein bisschen Zuflucht bei denen gesucht, dass die da mal mit dem reden, weil der ist ja auch ein älterer Devotee gewesen, und dass die mal mit dem reden und da intervenieren, aber da ist nichts passiert. Und das fand ich nicht so toll. Dann habe ich gedacht, ich war halt auch ein bisschen beeinflusst von Leipzig und von Berlin mit Sankirtan, und ich habe dann auch in Golokadam schon ein paar Bücher verteilt. Wir haben da auch Harinams gemacht und waren dann in Ida Oberstein und ich komme jetzt nicht drauf, da dieser Ort an der Lahn, nee, nicht an der Lahn, komme jetzt nicht drauf. Aber wir waren halt auf Sankirtan auch. Dann habe ich schon ein paar Bücher verteilt, und dann habe ich gedacht, boah, das ist eine tolle Sache mit Buchverteilung. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und in Berlin habe ich dann Buchverteilung gemacht. Und da war halt das krasse Gegenteil. Da waren nicht ältere, fortgeschrittenere Devotees, da waren dann ganz die Neulinge und total fanatische Brahmacharis und anstrengend. Und ich halt schon an die 40 zugehend, ne, auf die 40 zugehend, und das war mir einfach zu anstrengend. Ne. So mit diese Energien, die diese jungen Männer haben da. Ne, und, ja, in Berlin habe ich dann noch meine Namen-Diksha bekommen. Ach, du wurdest in Berlin eingeweiht? In Berlin wurde ich eingeweiht, ja. Okay, das war der Tempel im Prenzlauer Berg dann noch, ne? Nee, das davor war noch. In der Kastanienallee. Ja, genau, das meine ich, genau. Ja, der Prenzlauer Berg, genau. Ja, schön. Ja, also nicht mehr das, wo das im Keller war unten, sondern dann danach. Ja, das war auch eine schöne Zeit im Großen und Ganzen. Ne? Will das auch nicht schlecht reden, aber es war mir dann, ich war dann hier in Köln zu Besuch mit Keshava, und das war hier einfach für mich einfach, ja,
stimmiger. Ja. Ich konnte auch hier auf Sankirtan gehen und Hausbücher verteilen. Und hier konnte ich auch einfach meine ganzen Fähigkeiten einbringen, als Koch, als Handwerker, als Prediger. Und das war stimmig. Ja. Ich habe mich mit Keşava auch super verstanden. So. Und da bin ich dann halt hier nach Köln gekommen. Das war dann 2009. Genau. Und dann habe ich hier halt gedient und gepredigt. Wie lange warst du dann im Tempel? Wie lange hast du gelebt im Tempel? Bis 2012. Ja, bis Ende 2011. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also bis Anfang 2012 bin ich, glaube ich, ausgezogen. Also ein paar Jahre. Ja, also 3 Jahre ungefähr waren es. 3 Jahre. Und davor noch Golokadan. Hier in Köln gelebt. Davor halt Berlin, Leipzig und Golokadan. Ja. Und dann hast du richtig als Mönch gelebt sozusagen, ja? Ja. Also schon in Golokadan habe ich richtig als Mönch gelebt. Also zwar in Weiß, aber also die Brahmachari-Regeln. Habe dann den Brahmachari-Reader gelesen und habe das alles so angenommen und versucht halt auch rein zu werden, ja, und mich ein bisschen loszulösen von diesen ganzen Lustgedanken und lesen, chanten, Seva machen, sich halt hauptsächlich mit hingebungsvollen Tätigkeiten beschäftigen, Reinheit aufrechterhalten, sowohl im Äußeren als auch im Inneren. Ja. Und, also es war eigentlich von Anfang an ein Brahmachari-Leben. Hatte auch immer mal wieder so Begegnungen mit dem anderen Geschlecht, die dann teilweise auch aggressiv, wie soll ich sagen, geworben haben. Ja. Okay. Und das war dann schon teilweise anstrengend. Du warst begehrt. Ja, waren einige. Ja, und das war halt auch nicht so einfach. Ich wollte schon Brahmachari leben, einige Zeit. Es sind halt nur 5 Jahre geworden. Aber 5 Jahre ist doch super. Ja. Und wie war die Zeit für dich im Tempel? War das dann nochmal so, dass du gesagt hast, jetzt lerne ich noch mehr, jetzt kann ich mich noch mehr vertiefen? Oder? Ja, das war eigentlich, ich muss ehrlich sagen, die Zeiten im Tempel, egal in welchem Tempel, waren sehr intensiv. Wirklich, also sehr intensiv, von Anfang an bis Ende. Aber halt auch, es hat halt auch sehr viel Mercy geregnet. Wirklich. Und halt auch diese schweren Zeiten, das war die eigentliche Mercy. Ne? Diese schweren Momente, ne? Das ist die eigentliche Mercy, die da auf einen kommt, weil nur daran wächst man. Und dann hast du eigentlich, wie hast du schon gesagt, bist dann predigen gegangen, hast Programme gemacht, du bist Bücher verteilen gegangen, hast gekocht, hast bestimmt auch Pujari oder so, hast du das? Genau, Pujari. Hast du eigentlich erstmal das vollkommen... Du musst dir überlegen, wir waren zu dritt hier im Tempel. Ja. Zu dritt, und dann kam ab und zu war auch nochmal jemand da und noch ein Back da, und es kamen immer mal Gäste, und dann manchmal warst du auch allein, ja. Und dann haben wir zu dritt den Tempel geschmissen, ja. Und Keşava hat teilweise auch, musst dir vorstellen, was Keşava geleistet hat. Ja. Der hat teilweise alleine das Sunday-Feast geschmissen, ja. Der hat alleine gekocht, der hat die Ansagen gemacht, der hat die Lecture gegeben, der hat die Bhajans gemacht, ja. Alles allein. Und dann, also wirklich Hut ab für Keşava Prabhu. Auf jeden Fall.
Und ja, das war halt eine andere Zeit als jetzt, weil wir waren halt wirklich nur sehr wenige und da war es nicht so einfach, ne? Das alles ja, mit einem einigermaßen vertretbaren Standard alle Dienste halt abzuwickeln, ne, und darzubringen. Ja, aber ihr habt das gemacht und das ist glorreich und ja, Köln, ja. Das habt ihr alles ja, am Leben erhalten und davon lebt Köln jetzt, dass ihr das gemacht habt. So, ja. Das ist sehr, sehr nice. Ja. Ja, und jetzt, wenn man rückwirkt, wenn du jetzt so zurückschaust auf dein Krishna-Bewusstsein, gut, jetzt machst du das schon eine Weile, was ist so die Essenz für dich? Oder so, wenn du zurückschaust, was hat dir Prabhupada eigentlich gegeben? So, was ist das Wichtigste für dich im Krishna-Bewusstsein? Allein nur, dass du Gott kennengelernt hast oder dass du einen heiligen Namen gekriegt hast? Oder ist da irgendein Aspekt, wo du sagst, macht für mich Krishna-Bewusstsein aus? Ja. Die persönliche Beziehung zum höchsten Herrn. Okay, dass du das spüren kannst und erleben kannst. Und ja, halt auch diese persönliche Beziehung, die wirklich auch zu erleben. Und die kann man erleben in jeder Beziehung, in jedem Lebensalter, in jedem Lebenszustand, in jedem Ashram. Von daher, der Ashram ist letzten Endes nebensächlich. Ja. Die Essenz ist eben diese Beziehung zum höchsten Herrn. Und die baut sich eben auf durch eine regelmäßige Praxis, aber die zeigt sich wirklich erst im Austausch mit anderen Menschen. Sowohl mit Devotees als auch mit Nicht-Devotees. Ja. Und wenn man ein Gespür dafür bekommt und eben in diese Beziehung eingeht und diese Beziehung eben durch Sadhana, durch Lesen, durch Gebete am Leben erhält, ja, und auch durch Service, ja, durch praktischen Service, die am Leben erhält, dann siehst du einfach, oder mir geht es jedenfalls so, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ich merke immer wieder, wie Krishna durch andere zu mir spricht. Das sind dann nicht die Worte des anderen, die da aus seinem Mund kommen, sondern das sind Krishnas Worte. Das ist ganz klar. Das ist, wenn man in diese Beziehung eingeht und diese Beziehung erhält, dann erhält Krishna diese Beziehung auch. Und man merkt, er ist interessiert daran, er möchte das. Ja, und er möchte auch, dass du Fortschritt machst und dass du frei wirst von all dem, was dich belastet und dich fesselt im materiellen Dasein, ja, und was dich halt letzten Endes auch leiden lässt. Ja. Und diese Beziehung, die ist es halt, die einfach der Nektar ist. Und das ist ja, das ist halt, man kann auch diese Beziehung erhalten als Christ oder als Moslem oder als Jude oder, ja, aber eben nicht als Buddhist oder als A-Personalist. Ja. Aber was würdest du jetzt zu der Person sagen, die sagt, sie würde sich das jetzt vielleicht angucken und dann würde sie sagen, das ist doch alles Quatsch, was die sagen. Wie kann ich denn mit Gott eine persönliche Beziehung haben? Was würdest du zu dieser Person sagen? Ja, das ist schwierig, weil
so Personen, die sind halt so in ihrem falschen Ego vergraben und meistens auch nur auf Diskussionen aus, nur um die Diskussion zu gewinnen. Ja. Nicht unbedingt zur Diskussion, einfach nur einen Tipp zu geben, vielleicht ihn zu... Ja, ich würde ihm ganz klar sagen, wir alle sind ein Teil des absoluten, vollkommenen Ganzen. Ja, egal ob materiell, ob du das materiell sehen willst, da auch. Ja? Aber das absolute, vollkommene Ganze ist eben, weil es vollkommen und absolut ist, auf der spirituellen Ebene. Und weil wir Teile davon sind, ist auch ein Teil von uns spirituell und ewig und unsterblich. Und das ist die Seele. Ja? Und selbst wenn du nicht an die Seele glaubst, du bist immer ein Teil des Absoluten. Das ist Fakt. Das kann kein Philosoph wird das widerlegen, weil das ist ein philosophisches Apodiktum. Das heißt, das ist eine Wahrheit, die aus sich selbst wahr ist. Die kannst du nicht widerlegen. Wir sind immer Teil eines vollkommenen Ganzen. Deswegen haben wir auch eben eine Beziehung zu diesem vollkommenen Ganzen. Ja? Und weil wir eben für uns in Anspruch nehmen, dass wir bewusste Wesen sind, können wir nicht als Teil des absoluten Ganzen, dem absoluten Ganzen dieses Gleiche, nämlich Bewusstsein, in Abrede stellen. Und da sind wir bei einem persönlichen Gottesbegriff. Und bei einem persönlichen Gottesverständnis, frei von irgendwelchen religiösen Dogmen oder irgendwelchen religiösen metaphorischen Ideen. Das ist reine Philosophie. Da wird auch kein Philosoph was dagegen sagen. Nur die Philosophen, die einfach Materialisten sind, ja, und keine wirklichen Philosophen, weil Philosophie ist vom Begriff her schon eine spirituelle Wissenschaft. Weil, was heißt Philosophie? Philosophie bedeutet, Philos heißt Liebe und Sophia ist Wissen bzw. Weisheit. Und Philosophie bedeutet eben Liebe zur Weisheit. Ja? So, und wo ist Weisheit zu finden? Nur da, wo wirkliches Wissen ist. Ja? Wo absolutes Wissen da ist. Ja? Wissen vom Absoluten. Und Liebe zum Absoluten, das ist Gottes Liebe. Das ist das, was auch Jesus gesagt hat. Ne? Das höchste Prinzip ist es, den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen zu lieben. Und das ist im Grunde Philosophie. Und jeder Philosoph, der sich Philosoph schimpft, weil er seine Gehirnwindungen über Eck und über Kreuz und so weiter legen kann und alle möglichen Gehirngespinste erfinden kann, nur deswegen ist er noch kein Philosoph. Ja? Er muss auch wirklich Liebe zur Vernunft und Liebe zum Absoluten haben. Ja? Liebe zur Weisheit. Ja? Genau. Ja, sehr nice Erklärung. Meine letzte Frage vielleicht für heute. Du hast ja kurz geschrieben, du wurdest dann eingeweiht. Von wem wurdest du eingeweiht? Kadambakana Swami Ki Jai. Und ja, du wurdest eingeweiht und hast diesen schönen Namen bekommen, Rupa Manohar. Was bedeutet dein Name? Ja, Rupa bedeutet die Form und Manohara ist ein zusammengesetztes Substantiv. Das heißt, Mano ist von Manas, der Geist, und Hara ist wegnehmen. Ja? Also diese wunderschöne Form Gottes, die dir den Geist stiehlt oder das Herz. Ja? Weil wenn man diese wunderschöne Form Krishnas sieht, dann kann man die nie wieder vergessen. Dann muss man immer nur an diese Form denken und dann ist der Geist immer nur mit dieser Form
beschäftigt mit dieser wunderschönen Form Krishnas. Und mein Name ist Das, wie alle Lebewesen, es sind alle Das, aber um eben die verschiedenen Dasas unterscheiden zu können, kriegen es eben bestimmte Namen Gottes noch angehängt. Also ich bin der Diener von dieser wunderschönen Form, die einem das Herz stiehlt. Wow. Ja, nice. Rupa Manohar, ich danke dir für dieses Interview und für einen kleinen Einblick oder einen großen Einblick in dein Leben und in deinen Werdegang. Und ja, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Und ich habe ja jetzt gehört, du verlässt Deutschland, du gehst nach Österreich, ne? In die Schweiz. Oder in die Schweiz gehst du, genau, sorry. Und ja, dir auch da alles Gute, dass die Devotis da, vielen Dank, dass sie dich gut aufnehmen und dass du da Krishna noch näher kommst und dein Gomad stehen darfst. Und ja, danke für dieses Interview, Prabhu. Ich danke für die Einladung. Hare Krishna. Hare Krishna. Alles Gute auch für dich. Danke dir, Prabhu. Deine Familie, ja. Vielleicht kommt ja auch noch mal weiterer Nachwuchs. Ja. Mit deinen Segnungen. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.